Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi Trockentraining. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicon-Tex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Bevor wir ins eigentliche Training mit dem scharfen Schuss gehen, wollten wir euch hier nochmal das Thema Trockentraining an die Hand legen. Das werden wir auch in der Serie immer wieder erwähnen, dass das ein super Ergänzungs- und Hilfsmittel ist. Es wird niemals den scharfen Schuss ersetzen, korrekt? Richtig. Aber es kann bei vielen, vielen Sachen sehr viel helfen. Rosi hat mal in einem Kurs zu mir gesagt, du brauchst mindestens 1000 Wiederholungen von einer Sache, bis sich dein Muskelgedächtnis darauf programmiert hat. Ich weiß nicht, ob du es immer noch so sagst. Aber Also gelogen, aber ich habe gesagt 2000 mindestens. Okay, gut. 2000. Also leider noch schlimmer geworden. Ja. Ja, also gerade bestimmte Vorgänge, Ziehvorgänge, Visierbild aufbauen, irgendwas, wo jetzt nicht der scharfe Schuss, der Knall, der Rückstoß gebraucht wird, kann man sehr, sehr viel mit Trockentraining machen. Wir haben hier ein paar Mittel für euch mal mitgebracht, die man dafür nutzen kann. Die haben wir auch schon zum Teil vorgestellt bei uns auf dem Kanal. Packe ich in die Videobeschreibung mit rein, dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe angucken. Das einfachste und simpleste Mittel natürlich für ganz viele Sachen ist die typische Blue Gun. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, einmal mit einem wechselbaren Magazin, einmal auch komplett nur als Gummiknüppel quasi. Im Endeffekt gibt es auch mit Messern und sonstigen Sachen, auch Langwaffen. Ist natürlich immer sicher, ja, da kann ich dann auch böse Sachen mal machen, die man normalerweise nicht machen darf. Das ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel für viele Dinge. Mehr muss man, glaube ich, zur Blue Gun nicht sagen, oder? Ja, doch vielleicht ein ganz klein wenig. Bei dieser Version zum Beispiel ist das so, diese Blue Gun, da geht man eigentlich taktisch vor. Ja. Und fast alle Blue Guns, da sind die Visierungen schlecht. Ja. Das heißt, hier habe ich jetzt bei mir selber noch ein bisschen nachgefräst, dass das wenigstens vom Training, wenn ich jetzt arbeite, dass ich die Visierung auch nehmen kann. Das haben halt viele nicht. Das ist jetzt aber 5 Minuten Arbeit. Ja. Aber das ist gut investierte Zeit. Bei dieser Version ist es dann auch so, dass ich verschiedene Magazine habe mit verschiedenen Gewichten. Von Atlas für Soldaten ganz wichtig. Wir haben auch P8 oder die haben auch P8 mit Originalgewicht. Keine Ahnung, was sie jetzt kosten, aber wird von meinen Ausbildern sehr viel verwandt. Ja, ansonsten Blue Gun, hast du recht, ist einfach Blue Gun. Genau. Dann gibt es von Laser Ammo einige Produkte, sowohl für Airsoft als auch komplette Trainingspistolen. Ich fange mal mit der Airsoft an. Die gibt es entweder komplett so zu kaufen, dass man quasi ein System hat. Und die Laser gibt es auch einzeln zu kaufen zum Nachrüsten, wenn ihr schon die Airsoft habt. Muss natürlich dann entsprechend auch genau das Modell sein. Hat man hier den Vorteil, ich habe hier mein Magazin mit einer CO2-Kartusche aus dem Airsoft-Bereich. Ich habe hier auch schon mal einen Schlitten, der läuft im Endeffekt. Ich habe auch einen Schuss, der bricht. Und dann werden die Lasermodule vorne einfach eingeschraubt. Die kann ich aber auch dann umbauen, zum Beispiel, um sie für die scharfe Waffe einzusetzen im Lauf. Gibt es auch cross-kompatibel, das heißt, man hat dann für Kurz- und Langwaffe einen Laser, der für beide Systeme passt. Löst beim Schuss dann auch nicht nur den Rückstoß, sondern es wird im Endeffekt auch ein kurzer Laser dort ausgelöst. Und damit kann ich dann auch mit proaktiven Zielscheiben arbeiten. Das wäre dann zum Beispiel auch hier mit der möglich. Die hat den Riesenvorteil, haben wir auch bei uns im Kanal vorgestellt. Die kann ich sogar ins Handgepäck mitnehmen. Das ist Spielzeugdefinition. Also das wäre hier tatsächlich noch irgendwo was, wo man im Flugzeug, denke ich, ein Problemchen kriegen würde. Das hier kann man problemlos auch mal mit in den Urlaub nehmen. Funktioniert im Endeffekt so, dass hier auch der Laser wie da eingeschraubt wird, nur dass hier natürlich kein Rückstoß vorhanden ist. Man hat auch hier ein wechselbares Magazin mit ein bisschen Gewicht, um das Originalmaß zu kriegen. Es passt tatsächlich auch echte Module, Lichtmodule unten drunter, passen in Glockholster, also Original-Glockabmaße. Und habe hier auch schon eine etwas feinere Kimme und Korn. Das Ding macht auch Peng, dass man nochmal ein akustisches Feedback hat. Und damit kann ich natürlich hier auch auf die Zielscheiben schießen. Vielleicht kann der Tim das mal von hinten machen, dass man das mal kurz hier auf der Zielscheibe sieht. Tim, bitte einmal für dich schießen. Auf die Zielscheibe hier. Dass man es hier mal sehen kann gut. Genau, und dann lösen diese Laser-Ammo-Zielscheiben, lösen dann im Endeffekt aus und zeigen an, wo der Treffer kommt. Das ist natürlich super, um eben auch mal schnell ein Feedback zu bekommen. Danke dir, Tim. Ja, da vielleicht eine kleine Ergänzung. Ich habe das Vorgängermodell bei mir zu Hause. Ich habe das jetzt mit taktischen Scheiben, das heißt im Brustbereich, letale Zone. Da habe ich eins von diesen Modellen.
Das ganze Zeug da oben habe ich weggeschmissen. Ja. Das heißt, ich habe einfach ein T-Shirt angezogen, das strahlt also gegen T-Shirt und dann arbeite ich ab. Habe dann einfach hier ein Stativ genommen, kann jetzt diese Ziele aufbauen in der Wohnung oder wo auch immer ich trainiere. 3 Stück habe ich. Und dann geht man halt sein Parcours durch. Die kann man auch einstellen, dass sie miteinander sprechen. Aus taktischer Sicht ist das ein bisschen zu schnell. Man kann also nicht taktisch abarbeiten, aber man kann sich schön unter Stress versetzen. Also die Systeme reden miteinander. Ja. Ich kann sie so einstellen, dass sie zusätzlich zum Blinken auch noch piepen. Das ist alles möglich. Ich muss sagen, ich arbeite damit sehr, sehr gern für Trockentraining. Einmal für mich selber, aber auch schon fürs taktische Training. Ja. Wenn ich jetzt 3 Pistolen habe, kann ich zu dritt Raum stimmen oder zu zweit, wie auch immer. Und dann habe ich halt ein Feedback, was sehr einfach ist. Ja. Hier hatten wir jetzt noch bei der, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, die ist auch nochmal gerade für Personenschützer eventuell interessant, wo man vielleicht Leute hat, die jetzt mit einer Schusswaffe noch gar nicht so viel Berührung hatten. Kann man umstellen, dass die nicht Peng macht, sondern dass die im Endeffekt sofort einen Alarm gibt, wenn ich mit dem Finger in den Abzugsbereich gehe. Das ist dann dafür gedacht, dass wenn die Leute mit dem Holster arbeiten und die Waffe ziehen und vielleicht dann schon beim Ziehvorgang mit dem Finger im Abzug sind, dass der Trainee sofort, wenn er nicht unbedingt gerade hinguckt, dass er auch sofort ein akustisches Signal hat. Und das prägt sich natürlich auch gut ein. Und die Leute wissen, okay, scheiße, ich war schon wieder mit dem Abzugsfinger im Bügel drin oder am Abzug. Das ist mit der Pistole hier relativ cool zu lösen. Habe ich jetzt das erste Mal heute verwandt. Ja. Ich arbeite sonst nur mit der SIRT. SIRT ist auch sehr gut, muss man ehrlich sagen. SIRT hat aber nicht diese doch, hat sie auch. Ja. Aber diese Akustik, die finde ich ganz cool. Und die Visierungen sind wesentlich schlechter. Ja. Werde ich gerne mal testen. Ja. Ich denke mal, das ist eine gute Lösung. Zumal SIRT kriegt man auch schlecht nach Deutschland. Ja. Das ist eine Sache, die ist ja in Deutschland gekauft. Exakt, das gibt es bei 1MOA GmbH, die ganzen Produkte, moderne Schießlehre. Das heißt auch Mantis und Laser-Ammo bekommt ihr dort. Das ist in Sachen Trockentraining ist das eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Denke ich auch, weil das ist eine Sache, können wir hier kaufen, können wir benutzen. Exakt. Gerade mit diesen ganzen Sachen muss man sich überlegen, Trockentraining, wie oft sind wir auf der Schießbahn als Sportschütze? Viel zu selten natürlich. Und ich verbrate keine Munition, ich habe keine Probleme mit der Sicherheit. Die reine Biomechanik, außer jetzt Ladetätigkeiten, kann ich dort abarbeiten, kann ich nur empfehlen. Ja. Dann hast du hier noch ein paar Pufferpatronen mitgebracht, Dummies auch genannt. Erzähl mal kurz was zu, vor allem zu der, die ich noch gar nicht gesehen habe. Das sind ausgesonderte von der Armee. Habe ich damals super billig für das Stück 10 Pfennig bekommen. So alt sind die. Nee, das ist nicht von der Armee, das ist von der Polizei. Weiß ich gar nicht. Eins von beiden. Die haben die damals wirklich billig verschrubbt, gleich zugeschlagen. Das nächste sind aus Kunststoff. Ja. Riesenvorteil Kunststoff. Diese Farbe finde ich halt draußen wieder in Rot oder in Gelb. Nachteil bei Kunststoff ist, wenn ich jetzt wirklich häufig trainiere, auch im scharfen Schuss baue ich die gerne ein, dann reißen die halt gerne mal ab. Ja. Wenn du sagst, du planst den scharfen Schuss ein, das ist dann für so Sachen, die wir auch in dem Kurs jetzt den Störungsdrill. Den Störungsdrill. Ja. Genau. Ich schieße quasi zweimal scharf und dann kommt ein Puffer, dann habe ich einen Leerschuss und dann muss ich arbeiten. Ganz cool ist das so, wenn wir jetzt alle mit einem Waffensystem, sage ich meinen Trainee oder meinen Students, hier, macht euch das fertig, die letzte nicht. Und kurz bevor es losgeht, dann wechseln die Magazine, dass sie nicht wissen, wann der Dummy kommt. Ja. Hervorragend. Wenn das Portemonnaie ein wenig belastet werden darf, A-Zoom. A-Zoom sind die besten. Meiner Meinung nach auch Alu und hinten Gummischutz für den für den Hammer. Ja, bei Behördenwaffen ist das nicht so wichtig. Das müssen sie können, auch kalt. Aber tatsächlich benutze ich für alles. Ja. Gerade Flintentraining jetzt taktisch. Da ist man halt viel an Repetieren. Die meisten Pufferpatronen, die ich habe, sind halt schnell kaputt. Dann habe ich hier noch andere Modelle mal ausprobiert. Die gehen alle irgendwo. Zeig mal das Orange-Ding. Das wollte ich gerade schon hier in mein Magazin geschoben. Sehr, sehr cool. Das ist der Hammer, TRT. Kriegt man bei Kops, glaube ich. Ja. Für ein Apfel und ein Ei und 2 Euro. Ich keine Ahnung wie. Ne? Ja. Also verbratet nicht. Da setzt man ein, auf den Zubringer legen und dann kann ich halt, wenn ich jetzt damit arbeite, könnte ich zum Beispiel per Drag, normalerweise wird ja der Verschluss gehalten. Exakt, weil das Magazin leer ist. Genau, das heißt, ich kann hier super trainieren. Gerade den Störungsdrill 1 ist bei mir sofortige Reaktion oder Immediate Action Drill. Das kann ich hier machen. Ansonsten muss ich hier 10 Pufferpatronen reindonnern und die würden jedes Mal wegfliegen. Genau, dann bist du nur noch am Suchen. Also das ist tatsächlich eine coole Lösung. Muss ich auch sagen. Ja. Und nicht gesehen. Finde ich cool. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Das ist das Gute.
Ja, und da haben wir, ja, oder wolltest du gerade noch was sagen? Ja, nee, das ist mein Favorit momentan. Möchtest du ihn erklären? Nein, du erklärst das und ich sage was dazu. Mantis X10 ist ein Datensammelsystem im Endeffekt, also Google, Facebook und Instagram in einem, nur für Schusswaffen, meiner Meinung nach. Okay. So erkläre ich es immer ganz gern. Im Endeffekt könnt ihr das sowohl im Trockentraining als auch im scharfen Schuss einfach an Waffen bauen, die eine Picatinny-Schiene haben. Also nicht nur an Kurzwaffen, sondern auch an Langwaffen. Wird einfach per Bluetooth mit eurem Handy oder mit dem Tablet gepaart. Dann könnt ihr hier verschiedene Sachen abrufen. Also ihr habt hier ein sehr umfangreiches Menü. Auch dazu haben wir bereits ein Video gemacht. Guckt euch das mal in Ruhe an. Also ihr könnt hier Zielübungen machen, offenes Training, euch mit Timern unter Stress setzen. Also wirklich sehr, sehr viel machen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz nur aufs offene Training ein, um dass ihr mal versteht, was überhaupt das Ding tut. Im Endeffekt misst es jede Bewegung, die ich mit dieser Waffe mache. Wenn ich jetzt hier auf Start drücke und jetzt suche ich mir irgendeinen Punkt, visiere den an und ziehe ab. Und dann zeigt es mir an, 84,7 Punkte habe ich jetzt mit diesem Schuss gemacht. Von 100? Von 100, danke. Und das wäre mögliche Gründe, warum die Punktzahl jetzt nicht bei 100 ist, sagt er hier, Abzugsreißen. Und wenn ich jetzt mir das hier angucke, gibt es hier auch irgendwo gleich eine Erklärung. Ich habe es nur vergessen, wo es war. Das ist schon wieder ein bisschen eine Weile her, wo ich mit dem Ding gearbeitet habe. Hier ist die Statistik. Da sieht man genau, hier sieht man in der Statistik nochmal, wo genau die ganzen letzten Schüsse waren. Also es ist wirklich ein ultra mächtiges Tool. Soweit ich weiß, ist es auch so, dass das Tool arbeitet mit, also im Endeffekt funktioniert es ähnlich wie diese Staumeldersysteme, dass alle Schützen, die sich hier anmelden, ihre Ergebnisse quasi zu Mantis laden und dadurch wird dann natürlich das ultimative Ergebnis, also dadurch wird die App immer schlauer. Also die App lernt im Endeffekt durch jeden Schützen. Das ist tatsächlich, ist es so. Es ist ein kleiner Datensammler tatsächlich. Ich habe halt ein uraltes Mantis, das habe ich auch da drin. Es funktioniert immer noch, muss ich dazu sagen. Das ist natürlich eine Nummer cooler. Aber was wirklich gut ist, ich kann sogar taktisches Training damit machen. Erzähl. Dem Gerät ist völlig egal, wohin ich ziele. Es wird gemessen, du kommst ab, es gibt den Klick. Ja. Das Ding läuft die ganze Zeit mit. Und was passiert mit der Waffe kurz bevor es klickt? Hört sich jetzt paradox an, ist aber so. Es wird also jetzt, wenn du abkrümmst, der misst die ganze Zeit und kurz bevor es Klick macht, diese Zeit, das ist ja dein Abkrümmfehler, ja. Den misst er. Ja. Das heißt, du kannst damit jetzt ziehen und schießen. Ja, genau, aus dem Holster, das misst es auch noch den Weg. Genau. Nein, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, ich gehe hin, arbeite jetzt taktisch ab. Mantis geht davon aus, dass du richtig zielen kannst. Ja. Der Hauptfehler ist ja bei uns das Abkrümmen. Ja. Und das ist das, was er misst. Hier, ich habe es, genau. Man muss einfach nur auf das Wort drücken. Ich habe es ebenfalls verkehrt und war nicht getroffen. Ja. Also wenn man dann auf den Fehler drückt, den er vorschlägt, dann sagt er hier zum Beispiel, was ich jetzt gemacht habe angeblich, ist festes Drücken. Dann gibt er mir hier gleich als Lösungsvorschlag, greift die Waffe ein bisschen leichter. Hier nochmal schön in Deutsch und Englisch erklärt. Also es ist tatsächlich auch mehrsprachig. Sehr, sehr cooles System. Kostet, glaube ich, um die 100 Euro oder 200, zwischen 100 und 200 Euro, sage ich mal. Meins war noch in Reichsmark, also keine Ahnung. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Ist definitiv eine Investition wert, unserer Meinung nach, weil es extrem mächtig ist, viel kann und einen unheimlichen Lerneffekt hat auch für die Leute. Bin ich voll bei. Ich habe, wie gesagt, das alte System hat gut funktioniert. Das neue wird, mal gucken, vielleicht hat es noch mehr Funktionen. Werde ich auch mal mit Sicherheit ausprobieren wollen. Ja, aber wir sind ja bei Laser noch bei mehr Sachen. Bei den Lasern gibt es natürlich nicht nur Systeme für die Kurzwaffen, sondern auch für die Langwaffen. Zum einen den Mantis Blackbeard, den habe ich leider vergessen mitzubringen. Das heißt, den kriegst du nachgeliefert, weil du willst den ja auch nochmal intensiv testen. Was du aber intensiv schon getestet hast, ist die Wespe von 2W. Ich glaube, die wechseln jetzt auch zu Laser-Ammo, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich auch gehört. Ja, genau. Also es kann gut sein, dass es bald ein Laser-Ammo-Produkt ist. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das haben wir mit dabei. Das holen wir uns jetzt einmal hier herein. Der Tim wird das einmal anreichen. Sag mal. Ist im Endeffekt eine Verschlussgruppe, kann man sagen, die anstelle der scharfen Verschlussgruppe ins AR-15 eingesetzt wird. Passt dadurch universal. Soweit ich weiß, ist das ein System, was man überall nutzen kann, in allen AR-15-Plattformen. Genau. Ich meine, das wäre so gewesen. Ja, ne? Dafür ist es gebaut. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Ich hatte vorher den Laserbolt von Sirt. Ja. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Ist halt so, dass dann über die Abzugsgruppe ein Stift nach oben geht und der soll jetzt auslösen. Das funktioniert dann wieder mal gut und aber nach 10 Minuten nicht mehr. Dann ist er zu weit reingedrückt. Die haben das ganz anders gelöst. Die haben einfach einen Verschluss genommen, haben alles einfach gemacht. Der Trigger,
Auch der Widerstand von Trigger, der ist halt hier, dass der also der Widerstand ist über die Platten, die hier reingebaut sind. Das wird einfach nur über ein Magnet eingesetzt. Ja. Wir haben alles. Das ist keine permanente Modifikation, sondern man schiebt den Verschluss rein und setzt den Magnet rein, der hält ja automatisch fest und hat das Kabel. Da ist das Gegenstück. Und kurz ranklacken. Und falls du es nicht weißt, das ist nämlich der Riesenvorteil von der Wespe. Der Blackbeard funktioniert nicht mit jedem Abzug. Also die schreiben auf der Webseite von Mantis, es kann mit dem und dem Abzug Probleme geben. Das funktioniert nicht mit dem Abzug. Und die Wespe funktioniert aufgrund der Technik, dass Magnetplättchen hinten dran sind, die du dann auch in gewissen Stärken setzt. Immer ist natürlich vom Reset-Gefühl nicht ganz exakt genauso wie bei das ist der Vorteil bei Mantis. Der Mantis hat immer das Abzugsgefühl von deiner echten Waffe. Okay. Und hier hast du aber dafür die Möglichkeit, auch dir ein schwereres Abzugsgewicht reinzumachen, zum Beispiel, um dir Stressfaktoren reinzubauen. Also es sind tatsächlich beides unabhängige Systeme, die sehr, sehr gut sind. Genau. Momentan habe ich nur den probiert. Den anderen habe ich abgehakt, weil ich wahnsinnig geworden bin. Bei den neuen Systemen hier kann ich nur sagen, benutze ich jetzt mit den Vorgängermodellen schon 1,5 Jahre. Ist meiner Meinung nach meinem jetzigen Stand das Beste, auch von anderen, die es mal ausprobiert haben, das Beste. Ich würde das gerne mal zeigen. Ja, ich halte dir mal hier ein Target hin. Ich kann also einmal jedes Target nehmen, weil da ein Laserschuss rauskommt. Und in diesem Falle gehe ich einfach ran. Genau, ja, und das zeigt dann die Schüsse an. Und da ist jetzt auch die akustische Reflexion für mich, dass ich hören kann, dass ich getroffen habe. Und ich nutze meine Wespe auch tatsächlich auch fürs taktische Training. Mit der Pistole und auch mit Sturmgewehr. Ich kann alles machen, Wechseldrill, also alle Vorteile, die wir da haben, haben wir letztendlich hier auch. Und schnell Verschluss wechseln, ich denke mal, das wird wohl jeder hinkriegen. Das ist halt super einfach. Ich kenne da so den einen oder anderen. Ja, kriegt jeder hin. Gut. Okay. Ja, ich denke, dann haben wir fürs Trockentraining alles gezeigt und gesagt. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was wichtig wäre? Ja, ich könnte natürlich, was wichtig wäre. Man kann jetzt noch stundenlang über Trockentraining reden. Ja. Nee, das Wichtigste jetzt so für den allgemeinen Die Werkzeuge haben wir jetzt mal an die Hand gelegt, genau. Was ihr genau trainieren könnt, werden wir in der Serie nochmal zeigen. Im Endeffekt, wo wir dann immer sagen, das ist auch was man gut an Trockentraining trainieren kann. Das brauchen wir jetzt nicht hier im Detail auszuführen. Ja. Und du wolltest gerade noch was sagen, entschuldige, ich bin dir ins Wort gefallen. Nee, ich wollte nur sagen, Pufferpatronen habe ich auch in 2:3. Da gibt es verschiedene Modelle, auch da wieder Vor- und Nachteile. Aber letztendlich ist es von der Idee das gleiche wie hier. Ich glaube, das war Magpul. Ja, ist Magpul. Ja, genau. Mit denen war ich zufrieden. Ja. Bei der Bundeswehr haben wir auch Kunststoff. Die gehen irgendwann kaputt. Hast du die angemalt? Nö. Weil die neuen sind schwarz und das ist das Dümmste, was du eigentlich machen kannst. Also ich habe schon da einige auf der Wiese verloren. Aber das ist eine schöne Farbe. Ja, die sind auch uralt. Ja. Ist auch gut für die jetzt, weil sie funktionieren immer noch. Ja, sehr gut. Guti, alles klar. Dann Trockentraining, wie gesagt, eine Anregung für euch, wenn ihr da Fragen oder Details dazu wissen wollt, schreibt was in die Kommentare. Am Ende der Serie werden wir euch das alles in Ruhe und ausführlich beantworten. Machen wir auch gerne nochmal extra Videos dazu, wenn euch dieses Thema brennend interessiert. Ansonsten einfach nochmal bei Epic ein bisschen stöbern. Wir haben bereits über einige Systeme hier sehr detaillierte Videos gemacht. Und ansonsten schaut mal in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr auch unsere Sponsoren, die diese ganze Serie hier ermöglicht haben überhaupt. Ich denke, das ist eine coole Sache. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich glaube, da geht es dann auch schon tatsächlich in den scharfen Schuss, wenn mich nicht alles täuscht. Lasst euch mal überraschen. Wir werden sehen, was das nächste Video euch bringt. Von daher, wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.